Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Gut. Sorry, Leute, dass das Spiel hat das, als die Auflösung geändert wurde, das komplette Design zerstört, also das komplette Overlay von mir. Aber ja, jetzt soll's passen. Jetzt passt's. Sehr gut. Ich kann meinen Namen lesen. Verdammt, das ist weg. Profi-Werk Blubbel. Ja, es ist halt wirklich, wenn man ab und zu neue Spiele spielt, wo noch keine Einstellungen eingestellt sind, wenn ich es mal so sagen darf, dann wird das ganze Bild schwarz, ändert die Auflösung und das Ganze verschwindet dann, wie man alles gehabt hat auf dem zweiten Screen. Sevio! Einen wunderschönen Dienstag dir, Sevio. Schön, dich wieder dabei zu haben. Gut, aber ihr habt euch jetzt kurz im Stream gesehen. Ist doch toll. Gut. Fairplayer, Holy, weißt du noch, die alten Streams mit Monster Hunter 3, das waren noch Zeiten, da merkt man, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, Fairplayer. Wobei ich sagen muss, Fairplayer, Monster Hunter 3, das ist schon so lange her und ich habe das auch nicht viel gestreamt, das war sehr, sehr selten Monster Hunter, das haben wir zweimal gestreamt oder so, aber ist wirklich schon sehr lange her, das stimmt, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Gut, alles klar, Leute, passt der Ton, hört man was? Moment, Audio? Das passt. Soundqualität hoch. Untertitel. Oh Gott. Untertitel. Dialoge. Alle. Untertitel. Dialoge. Ich würde sagen alle, oder? Machen wir Untertitel alle. Ist, denke ich mal, die beste Lösung. Video. Laptop. Energiesparen. Hier auch schon wieder. Overlay-Position. Overlay-Position unten rechts. Okay, das... Was heißt das jetzt? Overlay-Position. Ist das für Streams gemacht? Unten rechts. Das heißt, ich gebe die Webcam unten rechts hin, oder wie? Wenn ich das richtig verstehe. Overlay-Position unten rechts. Ja. Lassen wir es so. Okay. Gut. Erinnert mich ein bisschen an One Late Nightmare Dentalis. Irgendwie schon hier, das stimmt. Das stimmt. Der Quinn, ja, heute ist, erst ab 17:30 Uhr wieder ist Q da. Aber stört ja nicht. Ihr seid doch alles liebe Menschen. Gut, zurück. Und ich hoffe, ihr seid alle ready. Wir starten das Stanley Parable. Untertitel sind super, Pandakan. Pandakan, willkommen zurück bei uns. Einen wunderschönen Dienstag. Danke, dass du wieder da bist, Pandakan. Hoffe, es geht dir gut. Viel Spaß bei uns heute. Ich denke mal, Overlay meint die Einblendungen von Steam. Okay. Was glaubst du, sind Chris? Egal. Lassen wir es mal so. Eldokan, wieder Eldokan. Ich streame so gut wie jeden Tag, außer freitags und sonntags. Ab 16 Uhr immer, mein Lieber. Auf jeden Fall ist Eldokan, willkommen zurück bei uns, mein Lieber. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir starten jetzt wieder so ein storylastiges Spiel, atmosphärisches Spiel wie gestern, der Beginners Guide. Ready? Okay, Leute, wir starten. Let's do it. Ich wünsche euch allen sehr viel Spaß hier und Spannung natürlich. Ich werde, glaube ich, etwas lauter machen für euch. So. Ich habe jetzt den Regler nach oben gegeben. Let's start the game. Let's do it. Viel Spaß euch allen. Hallöchen, Kurt, einen wunderschönen Dienstag dir, Kurt. Viel Spaß bei uns heute. Gut, loading. The end is never, the end is never, the end is never, was? Click to skip, nein. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Ah, jetzt stören die Dialoge, die Cam. Oh mein Gott. So, dann wir bleiben rechts oben. Wir bleiben rechts oben. Also ich bleib rechts oben, ihr nicht. Ich bleib hier rechts oben, schon wieder. So wie gestern, ja. Gestern musste ich auch die ganze Zeit während der Beginners Guide die ganze Zeit mich rumschieben, ja. Hört sich pervers an, ich weiß. Wir starten nochmal. Lauter. This is the story of a man named Stanley. Lauter. Gut, lauter. So, ich hab lauter. Danke, Nanakio. Nanakio, einen schönen Dienstag. Was? Ich wollte nicht skippen. Zurück. Spiel beginnen, nochmal. So, wir starten. Alle guten Dinge sind 3. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Wie er drückt. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push,
how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Alles klar. Also wir keiner mehr da ist. Und wir schauen uns jetzt scheinbar im Büro um und schauen, wie wir das jetzt Ganze... Das ist interessant. Das fängt schon mal, muss ich sagen, sehr interessant an, ja? Das fängt schon mal sehr, sehr interessant an. Hallöchen Palex, einen wunderschönen Dienstag dir. Schön, dass du wieder da bist. Viel Spaß bei uns heute, mein Lieber. Schönen Dienstag dir, Palex. Raid, Hype, ein Raid! Nanakio, dann mach lauter! Ich kann es nur so lassen, der Sprecher ist zu leise, Nanakio. Ja, dafür kann man auch die Dialoge lesen und ist, denke ich, auch besser so, weil der Sprecher ist ja in Englisch. Setz dich rechts oben hin. So besser, Holy Kurt. Kurt, nein, du kannst dort sitzen, wo du willst, mein Lieber, um Gottes Willen. Gut. Das fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Okay, können wir im Computer irgendwas eintippen? Nein, wir können im Computer nichts eintippen. Alles klar. Kann ich mit irgendwas hier interagieren? Nein. Nein. Bringt auch nichts. Hier. Okay, die Maustaste bringt etwas. Die Maustaste bringt etwas. Very good. Und bitte keine Spoilers. Ganz wichtig. Wenn ihr das Spiel schon kennt, bitte nicht spoilern. 428. Die Tür geht nicht auf. Okay. All Überall. of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. In den Konferenzraum, okay. Moment, bevor wir weitergehen. Gibt es hier noch No irgendwas? matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das fängt schon so interessant an, ja. Das fängt schon so interessant an. Oh! Habe ich das gerade... Habe ich ausgeschaltet? Ich hab den PC ausgeschaltet. War das ich? Ich denke ja. Ich sehe besser so. Unnötiger Stromverbrauch. Alles klar, Alex. Gut zu wissen. Dann werden wir das auch zocken. Auf jeden Fall. Wenn die Oma kommt, bin ich weg mit den Tal. Es gibt echt nicht viel, wovor ich fies bin, aber bei der laufe ich. Ernsthaft, liebe Tapatea, geht es um One Late Night, liebe Tapatea. Vor der Oma. Die war im Endeffekt eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Man hatte am Anfang also ich hatte sehr viel Angst im One Late Night, aber später beim nochmal das Ganze anschauen, irgendwie lächerlich. Okay, wir schalten alle PCs aus. Die Frage ist, ob wir das machen müssen. Ich denke nicht. Ich denke, das spielt gar keine Rolle. Egal. Strom sparen! Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Interesting. Lennox! Hallöchen Lennox, mein Lieber. Einen schönen Dienstag. Und auch an dich, liebe Shiva. Einen schönen Dienstag. Hi Chat. Na, wie geht euch? Hab bis jetzt gewartet, dass der Stream von dir online ist, Holy. Total komisch. Liebe Shiva. Mal im Stream. Leider. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ja, wir sind wieder da. Die Tür geht nicht auf. Jetzt wird es langsam gruselig. Aha. Hier kann ich sicher raus, oder? Nein, auch nicht. Okay. Weil, wenn ich da lang gehen müsste, da wäre es schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Er ging durch die linke Tür.
Wie? Was ist, wenn ich durch die rechte Tür gehe? Was passiert, wenn ich durch die rechte Tür gehe? Der Erzähler meint, er ging durch die linke Tür. Was ist, wenn ich rechts gehe? Ich gehe rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Okay. Wir gehen zum Pausenraum. So ein Hemd vom McDonald's, ein Happy Meal mit Super Mario Figuren. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Geh nicht weiter und dort wartet die Oma. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Okay, gehen wir mal weiter. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Dachte schon Game Over, wenn er nach rechts geht. Lustig, ich dachte auch irgendwie, dass irgendwie das Spiel vorbei ist oder so. Die Befürchtung hatte ich auch. Hey, da ist der Hähne, Tür ist offen hier. Oh Gott, da gehe ich nicht rein, da ist finster. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Das ist, weil ich nicht dem Erzähler nachgegangen bin, sondern jetzt woanders lang gegangen bin. Wie hinter mir alle Türen zugehen, das heißt, man kann nicht nochmal zurückgehen. Ich denke, das Spiel scheint irgendwie mehrere Endings zu haben, so wie es aussieht. Aber wir werden es ja dann sehen. Weil ich kann nämlich den anderen Weg nicht mehr zurückgehen. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Okay. Also ich habe schon ein kleines Bild von der Geschichte, ja, das ist im Prinzip so wie fast schon so, er hat ja an seinem Computer immer nur das getan, was ihm vorgezeigt wurde auf seinem Computer, ja. Und nichts anderes, er konnte und wollte nichts anderes machen, nur das eingeben, was der Computer sagt. Und das, was wir jetzt hier eigentlich machen, ja, wir widersprechen uns dem Erzähler sozusagen, oder mit dem Typen, oder mit dem, was auch immer das ist, wer mit uns hier redet. Wir tun nicht das, was er uns vorgibt, sondern wir tun genau das Gegenteil. Die Frage ist, ob das gut ist, ja. Die Frage ist, ob wir was Gutes damit tun oder ob wir was Schlechtes tun. Das ist cool. Das ist cool. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Sie hat gewartet. Mr. Galward und Icy DJ, riesengroß Dankeschön für eure Host und euch einen wunderschönen Dienstag und schön, dass ihr da seid. Haut rein, danke, dass ihr wieder bei uns einschaltet. Danke für die Unterstützung mit dem Host. Groß, Dankeschön.
Aber Holy Special. Ernsthaft? Bin ich der Einzige, der am Anfang irgendwie was anderes tut? Hallo Holy und Chat, ich wünsche euch einen bärtigen Dienstag. Liebe Goldmaus, ebenfalls einen wunderschönen Dienstag. Willkommen zurück bei uns. Danke, dass du wieder da bist. Holy sieht in jedem Spiel, in dem es ein bisschen dunkel wird. Ein Horrorspiel, Langley. Mein lieber Langley, das stimmt. Das stimmt voll und ganz, mein lieber Langley. Es ist wirklich so. Schaut euch so, ey. Ich meine, das soll dazu tendieren, Angst zu haben, ja? Und ich habe jetzt Angst. Da ist Fenster. Stockdunkel. Ja, bist du, Holy. Windex, einen schönen Dienstag, die Hallöchen. Oh, ein Kane Raid. Kane Raid. Kane Play. Und das Schudel. Der Raid ist real. Meine ich Switch. Wow. Groß Dankeschön. Kane Play. Ich danke euch von ganzem Herzen für diesen geilen Raid. Danke Gameplay für diesen Raid. Danke an alle, die mitgemacht haben. Ich wünsche euch einen geilen Dienstag und falls ihr bleiben solltet, einen schönen Dienstag weiterhin hier bei uns. Wir spielen Stanley Parable, ein eher atmosphärisches, storylastiges Spiel mit einer gewissen Hintergrundgeschichte. Und danach gibt es Alien Isolation, falls ihr Lust habt zu bleiben. Und ja, sehr seid dazu recht herzlich dazu eingeladen. Und bitte einmal schreiben, ein Raid, nicht so viel spammen. Nicht so viel spammen, Leute. Einmal reicht im Raid, einmal was zu schreiben und maximal zweimal. Bitte nicht öfters, Leute. Bitte nicht öfters, sonst kann ich nicht mehr lesen. Dankeschön. Dankeschön von ganzem Herzen. Jetzt kann ich jetzt oben nicht mehr. Es ist immer eine Frage der Perspektive, welche Enden man als gut und schlecht interpretiert Panda kann. Okay, ich bin gespannt. Wie gesagt, spoilert nicht, bitte keine Spoiler da. Ganz wichtig. Muss ich dann gucken. Bin gespannt, welches Ende wir haben werden. Aber okay, es ist schon mal gut zu wissen, dass es scheinbar mehrere gute oder schlechte Endings gibt. Ja, beziehungsweise wie man es halt aufnimmt. Auf jeden Fall Dankeschön. Wie gesagt, aber sonst bitte keine Spoilers. Sehr wichtig. Ich habe das Spiel schon etliche Male durchgespielt und aus dem Kati, Kühlwandschrank, hallöchen, Kühlwandschrank, gut zu wissen. Mal schauen, wie oft wir es noch durchspielen oder wie oft wir das Ganze angehen werden. Mal gucken. Gut. Liebe Sally und No Real und Sally. Einen wunderschönen Dienstag euch beiden. Danke, dass ihr wieder da seid. Viel Spaß bei uns heute. Schön, euch hier zu lesen. Cybermeter, woher kommst du eigentlich? Spielt das eine Rolle? Mein lieber Cybermeter, spielt doch überhaupt keine Rolle. Ihr seid alles wundervolle Menschen hier, also spielt doch keine Rolle, ob jemand hier aus Amerika kommt, aus was weiß ich wo, Deutschland, Österreich, Schweiz, wie auch immer. Also ja, aber wenn du es genau wissen willst, ich komme aus Österreich. Keine Spoiler, genau. Okay, gut, wir setzen fort und ich muss da reingehen, wo es finster ist, natürlich. Okay, let's do it. Crimson United! Hallöchen, Crimson! Einen wunderschönen Dienstag dir. Willkommen zurück bei uns, mein Lieber. Gut. Da passiert jetzt sicher irgendwas. Ich werde sicher sterben. Ich bin sicher tot. Die Tür ist. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Wenn ich nicht abhebe, muss ich hier abheben. Ich zieh den Stecker. Ich zieh den Stecker. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley.
you're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Practice. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Nur mal alle jetzt, ich habe ihn mal fertig reden lassen, Leute. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich habe gerade gesehen, jemand hat gefragt, ob ich das zum ersten Mal spiele. Tarex, mein lieber Tarex, ja, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Wirklich, ich spiele das Spiel wirklich zum ersten Mal. Ich kenne das Spiel nicht, ja, und ich denke irgendwie da anders um, ja, und ich habe das Telefon Leuten gesehen und dachte mir, hey, da ist doch ein Stecker, zieh mir den Stecker, bevor wir abheben, ne? Plupp, ich wusste nicht, dass man den Stecker ziehen kann, ich wusste es nicht, auf einmal, es funktioniert scheiße, Telefon geht nicht mehr, verdammt, du hast was falsch gemacht. Oh Gott, da dachte ich mir so, ups, aber ja, ja, aber das gefällt mir bis jetzt echt gut, muss ich sagen. Fallout-Stil, Hilfsvideo, Talorent. Ja, finde ich auch. Hat definitiv was von Fallout. Ich spiele zwar kein Fallout, aber ich kenne den Grafikstil und die ganzen Erzählungen davon. Hatte was davon auf jeden Fall. Windex, im ersten Versuch kommt Holy bei einem der seltensten Endings raus. Ernsthaft, Windex? Das sind die seltensten Endings? Dabei, das war gar nicht so schwer. Ich habe einfach das getan, was er nicht wollte. Das Gegenteil. Oh Mann. Der Erzähler, Kühlwandschrank, der Erzähler ist super. Kühlwandschrank, auf jeden Fall, mein Lieber. Hallöchen, ihr alle, und dieses Spiel ist genial, liebe Summer Rose. Willkommen zurück, liebe Summer Rose, einen wunderschönen Dienstag. Viel Spaß heute bei uns, danke, dass du wieder da bist. Kurt, jetzt weiß ich auch, warum ich Holy nie anrufen kann, weil er immer den Stecker zieht, Kurt. Ach, du rufst mich die ganze Zeit an, mein lieber Kurt. Ja, jetzt weiß ich Bescheid, Kurt. Wer die ganze Zeit mit das Telefon läutet. Wir haben nicht mal ein Haustelefon mit Cable. Haben wir nicht. Funky! Welcome back, Funky! Willkommen zurück, du wundervoller, bärtiger Mensch. Einen schönen Dienstag, dir mal lieber. Hallo Edis, auch an dich einen geilen Dienstag. Schön, dich wieder hier dabei zu haben. Und liebe Kuhschubserin ebenfalls. Viel Spaß bei uns heute. Schön, dass ihr hier seid. Gut. Ja, Kühlwandschrank, bitte nicht spoilern. Nicht spoilern, nicht sagen, was, wie, wo. Bitte lass uns, die das Spiel nicht kennen, das Ganze genießen. So, Stecker gezogen.
Exit. So, hier kann ich rausgehen, ne? Nein, kann ich nicht. Okay, gehen wir da lang. Er sagt, wir sollen da lang gehen. Also, wir befolgen seinen Rat, ne? Wie immer. Wie das ganze Spiel lang schon. Wir tun das, was er sagt. Wie die ganze Zeit eigentlich schon, ja? Nur anders. Hallo, liebe bärtige Community. Hallöchen, mein lieber bärtiger Grobolka. Einen wunderschönen Dienstag dir. Liebe Melli. Hallöchen auch an dich, Melli. Du warst ja auch schon lange nicht mehr hier, liebe Melli. Einen schönen Dienstag ebenfalls und schön, dass du wieder bei uns einschaltest. Hoffentlich geht's dir gut, weil dich habe ich auch schon länger nicht mehr hier gesehen. Hoffe, es passt alles bei dir. Danke, dass du wieder da bist. Mr. Galvor, Hallöchen, Mr. Galvor und Sobsob. Einen wunderschönen Dienstag auch euch. Schön, dass ihr hier seid. Mann, ja auch an dich, Hallöchen. Und Shanks, falls ich dich überlesen haben soll, Shanks. Welcome back, Shanks. Und Mr. Galvor, nee, also wenn du deinen anderen Namen hattest auf Twitch, dann natürlich weiß ich es nicht. Bin krank, sonst passt schon. Gute Besserung, liebe Melli. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund. Gute Besserung wünsche ich dir. Moment. Okay. Es geht zurück. No, your choices are meaningful. We can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Okay, es geht zurück. So wie es aussieht, denke ich. Ja, es geht wieder zurück. Ja, die Türen sind alle offen, man kann wieder zurückgehen, ja. Okay. Also war das sozusagen ein Secret Ending, denke ich mal. Okay, hier ist der Pausenraum. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Gut, ich befolge deinen Rat. Leute, wir tun jetzt Folgendes. Wir tun alles, was der Erzähler sagt, ja? Das tun wir. Alles. Wir befolgen seinen Rat. Wenn er sagt, spring die Brücke runter, 10.000 Meter runter, wir tun es. Wir springen. We jump. Let's do it. So. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. Ja. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Das ist so. Wisst ihr, Leute, und ich war in diesem Moment, dachte ich mir einfach, na, scheiß drauf, wir gehen nach rechts. Was ist, wenn ich wieder nach rechts gehe? Nein. Dann kommt sicher wieder das Gleiche, denke ich. Shinto, willkommen zurück, du bärtiger Mensch. Einen wunderschönen Dienstag dir, Shinto. Hallöchen. Schön, dich wieder dabei zu haben, Shinto. Oh Gott, bitte rechts, Bandakan, rechts. Was passiert dann eigentlich? No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Geht nicht. Wir müssen nach links. Er denkt sich auch, okay, was ist mit dem los? Lösch das Spiel von der Festplatte, das Spiel ist nichts für dich. Aber wenn du das machst, was der Erzähler sagt, dann spoilert er dich doch. Das gibt Ärger, Window. Ich habe seit dem Beginners Guide ein schlechtes Verhältnis zum Erzähler, Holy, aus Gründen. Taloren, nicht nur du. Nicht nur du, mein lieber Taloren. Wir hätten dieses Spiel wirklich zuerst spielen sollen und dann Beginners Guide. Aber ist schon zu spät. Egal, spielen wir das jetzt und fertig. Ja, egal, ich habe das Spiel so gefeiert. Liebe Lexi Spinner, schönen Dienstag dir. Danke, dass du wieder bei uns einschaltest. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin's Creepy. Ich habe den 24er Band von Twitch. Habe schon gehört, mein lieber Creepy, habe ich schon gehört, mein Lieber. Aber komisch. Echt komisch, warum sie das tun, mein Lieber. Ich habe es in der WhatsApp-Gruppe gelesen und ich hoffe, dass das schnell wieder behoben wird. Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that?
What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Alles klar. Und diesmal gehen wir wirklich nach links. Diesmal gehen wir wirklich nach links, meine Lieben, weil man sieht, es wird dann automatisch irgendwie alles zerstört, was dort ist. Aiden, so schlimm wird's wohl nicht sein, mein lieber Aiden. So schlimm wird's wohl nicht sein. Doch, Aiden. Hallöchen, Kio. Kio, willkommen zurück bei uns. Einen wunderschönen. Ja, Moment, Leute, ganz kurz. Bin gleich wieder da. Ganz kurz. Ich bin eigentlich da, aber ganz kurz. Moment, ich spiele gleich weiter. So. Gut. Und auf jeden Fall, Kio, dir einen schönen Dienstag und schön, dich hier zu sehen, mein lieber. Hau rein. Lass mich doch wenigstens Hallo schreiben. Hey ho. Kio, du bist der Wahnsinn. Oh. Gut. Hallöchen Zocke Games. Einen wunderschönen Dienstag dir, Zocke Games. Viel Spaß bei uns heute. Schön, dich hier zu lesen. Okay. Gut, und diesmal gehen wir richtig. Okay, diesmal schaut alles ordentlich aus. Ja! There's not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay. Wie gesagt, Leute, wir tun jetzt wirklich das, was der Erzähler sagt. Ich bin gespannt, was dann das Ende ist, wenn wir alles befolgen, was der Erzähler sagt. Oder die Maschine, der Roboter, was auch immer, ja. Bin gespannt. Broom Closet. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Tun wir's. Die Tür? Nein. Man hat hier keine Möglichkeiten, woanders hinzugehen. Nein, Q, das ist Backseat Gaming. Und Backseat Gaming ist hier nicht gewollt. Mein Lieber. Genau wie Spoilers. Gut, da kann ich nicht lang gehen. Jetzt bin ich aber gespannt, was beim Boss ist. Hey, hier ist auch ein Computer. Gut, kann ich nichts damit machen. Kann ich hier rausgehen? Nein. Der Boss ist sicher nicht zu Hause. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions.
And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Also, hier Mikro. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Ja, ich bin ja da. Please speak clearly into the receiver. Ich stehe vom I'm Receiver. sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Ich kann damit nicht interagieren. Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Haben Why did you wir? come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Wo? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Okay. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, ein Ending oder zwei Endings. Wir haben ein Secret Ending und dieses Ending. Alles klar. Okay. Und diesmal schauen wir, dass wir wirklich... All of his co-workers were gone. What could it mean? Was ich nicht verstanden habe, wie... Ich bin vor diesem Dings da gestanden, ja? Und er hat es nicht angenommen, obwohl ich gedrückt habe, ich möchte damit reden, interagieren, ja? Er hat aber mit dieser Sprechdings dann nicht interagiert und ich weiß nicht wieso. Aber das Ending ist interessant. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had... Aber sehen wir es positiv, Leute. Wir spielen alle Endings durch, jetzt von Anfang an, ja. Wir fangen mit den schnellsten Endings an und gehen zum letzten. Armer Erzähler Dark Knight. So, wir rushen durch. Ich denke, das sollte auch so klappen. Wir wissen ja, wo es lang geht. Let's do it. Liebe Abby Ann, willkommen bei uns in Bärtigen Menschen. Schön, dass du hier bist. Door on the left. Do it. Schwupps. Yet there was not a single person here either. Genau. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja. Boss's office, let's do it. Bin ich zur falschen? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked,
Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Der Raum ist komplett anders. Der Raum vom Boss ist hier komplett anders. Das verwirrt mich jetzt. Okay, jetzt darf man, alle, die das Spiel kennen, dürfen jetzt spoilern. Was hätte ich machen müssen, damit ich vorher den Code eingeben kann? Was hätte ich vorher machen müssen? Nur so eine Frage an euch, das dürft ihr spoilern, das dürft ihr mir schreiben, was ich hätte machen sollen, damit ich den Code auch dort vorher eingeben kann. Oder war das so gewollt? Konnte man da gar nicht weiterkommen? Weil du vorher schon was anderes... Genau, ja, das denke ich auch, Funky. Das denke ich auch. Nur die Frage ist, ob ich vorher etwas machen konnte. Gar nichts, es geht nicht. Es ändert sich jedes Mal etwas, jedes Mal Bilo TV. Meine Frage war aber eigentlich... Ist jetzt egal. Egal, ist schon zu spät. Es war gewollt, okay? Das war so gewollt, Dark Knight. Alles klar. Alles klar. Das war so gewollt. Okay. Gut. Danke für die Info, meine Lieben. Dankeschön. Gott. Nein, was habe ich getan? Was habe ich gedrückt? Was war? Oh! Spiel neu starten habe ich gedrückt. Juhu! Vielleicht kommen wir zum anderen Bossraum. Oh mein Gott. Ich drücke auf Spiel neu starten. Die meisten, zu 99 der Spiele, schreiben vorher noch, sind sie ganz... Okay, das macht Nintendo. Nintendo macht das, ja? Sind sie ganz sicher, dass sie das Spiel neu starten wollen? Sind sie damit ganz sicher? Dieses Spiel neu starten? Okay, ohne Frage. Plupp. Start wieder Spiel neu. Natürlich. Plupp. Stanley decided to go up to his boss's office. Ich find's super. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Q. Fail. Ja. 2485 war's, oder? 2485? Stepping into his manager's office, Ja. Stanley was once again stunned to discover Do not it. an indication of any human Good job. life. Danke, What Christian. could it mean? Stanley wondered aloud Code. to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's Ernsthaft, desk. Window? Wow. What could its Also ich scheine purpose echt Glück be? zu haben, was die ganzen In fact, Endings angeht. This keypad guarded the terrible secret that lay 2, buried below his 8, feet. 4, And so the boss 5. had assigned it, and Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Das ist ja auch anders, weil ich zu schnell war. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Das Spiel ist gerade so gut, dass ich mich gar nicht auf meine Hausaufgaben konzentrieren kann, mein lieber Krische. Mein lieber Krische, bitte mach den Stream aus. Lernen geht vor, Krische. Lernen geht vor. Ganz wichtig. Aber cool, dass hier alles total verändert wird, wenn man nur eine Kleinigkeit anders macht. Das finde ich extrem geil durchdacht. Auf sowas muss man mal kommen, ja? Gollum, gut so Spiel. Gollum, einen wunderschönen Dienstag, mein Lieber. Danke, dass du wieder da bist. Oh Gott, ich verbinde schon wieder alles mit Horrorspiele. Kergota, Mahlzeit zusammen. Kergota, einen wunderschönen Dienstag, mein Lieber. Haut rein. Liebe Faero. Liebe Faero, dich habe ich ja fast überlesen, liebe Faero. Einen schönen Dienstag ebenfalls. Danke, dass du wieder da bist. Hoffe, es geht dir supi.
Krisha, das sind optionale Hausaufgaben und ich mache sie nur, weil ich Lust drauf habe, Krisha. Okay, alles klar. Okay, sind optional. Okay, gut, das kann man doch verkneifen. Gut. Der Erzähler sagt gar nichts. Wieso sagt der Erzähler nichts? Er hat nicht gesagt, ich soll da drauf drücken. Ich hab's getan. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Go unanswered for long. Oh Gott, mir gefällt's hier nicht. Optionale Hausaufgaben, Kurt. Ja, vielleicht kriegt er ja da Pluspunkte, mein lieber Kurt, ja? Und das ist nicht beabsichtigt. Window, bei allen anderen Spielen würde ich niemals 5 bis 7 Durchgänge schauen, aber bei Stanley Parable ist das aus offensichtlichen Gründen was anderes, Window. Das stimmt. Es stimmt wirklich. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility. Escape! Oh Gott, was tun wir jetzt? Ach komm schon. Und tschüss! Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Oh Gott, was passiert? Oh Gott, da wird's finster. Wir werden... Was ist da? Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Leute? Do it? Do it? Do it? Yes or no? Fleißaufgaben, liebe Abby. Abby Anne, Abby Ann. Einen schönen Dienstag dir. Hallöchen, schön dich zu begrüßen. Entscheidungen über Entscheidungen, Dark Knight. Das stimmt, Entscheidungen über Entscheidungen, aber so viele. Do it. Ja, do it. So, nochmal, hallo Holy und danke für den Host gestern Abend. Liebe Letty, das habe ich dir vorher schon gesagt, liebe Letty. Also, da war wahrscheinlich der Disconnect, liebe Letty, kein Problem. Sehr, sehr gerne. Du brauchst dich dafür nicht bedanken. Sehr, sehr gerne für euch beide, auch für den lieben Ente, euch beiden. Sehr, sehr gerne, liebe Letty. Da war wahrscheinlich der Disconnect, aber ich hab darüber auch gesprochen, keine Sorge, ich habe das nicht vergessen, nicht überlesen. Aber der Disconnect war dazwischen, leider. Wusste gar nicht, dass du das noch nie, dass das nicht gehört hast. Do it! Okay, zieh's durch. Packst du schon, Holy Travox? Yes. Rein mit dir, Goldmaus. Okay. 3, 2, 1. Wir überleben das schon. Bisschen. Ah! Hä? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated.
as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh. Hä? Hä? Hey! Haha! Ich lebe! Du blöde Maschine, du blöde Presse! Ha! Alles okay! Hier sind Kisten! Wir können nichts machen. Wir leben! Wir leben! Wir leben! Alles okay! And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? The two doors. Flying cabinets. Office computers. Credits. Ich bin deswegen so leise, weil ich irgendwie auch geschockt... Warzone! HD Remix. More endings, fewer endings, more narrators, more Stanley, less Stanley. Am I going crazy? Maybe it isn't the same image. Was that clock there before? I don't remember. How do I go back? Can you check for me? The point of the Stanley Parable HD Remix is to win. The point of the Stanley Parable HD Remix is to lose. Das ist ja alles voll verrückt hier. How do you type with boxing gloves on? How is the game going? I hope it's as good or better than the first one. From a cool man. Narrator Emails. Das ist wieder so eine Art Museum irgendwie. Also für das Spiel. Die Ideen und so. Countdown Room. Oh, da geht's weiter. Moment mal. Also ich glaube halt, dass dort weitergeht. Oder hier geht's ja auch weiter. Wieso gibt's so viele Wege? Man kann ja gar nichts erkunden hier. Also erkunden schon, aber... Ist ja Wahnsinn. Plot twist everywhere. Narration Outtakes. Der Erzähler. Da hat man kurz den Erzähler gehört. Angry Turtle, willkommen zurück bei uns, mein Lieber. Schön, dich wieder zu lesen. Moment mal. Ah, wir sind jetzt hier. Hä? Hä? Achso, ja, wir sind vorher da lang. Alles klar, wir sind im Kreis gelaufen. Wo war jetzt nochmal der eine Weg, wo ich sagte, es geht weiter? Das war doch hier irgendwo, oder? Dort, wo oben auch Stanley Parable stand. Das war... Oh. Hä? War das hier? Da. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. On, off. Okay. Stanley Parable? Off. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path.
Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. Ich lasse es durchlaufen. Wir lassen es durchlaufen, meine Lieben. Ich glaube, man muss beenden, ne? So wie es aussieht, muss man beenden. Ich glaube, das Spiel geht sonst nicht weiter. Schaut her. Nee. Man muss beenden. Ja, das Spiel geht sonst hier nicht weiter. Es ist wirklich aus. Ja, man muss wirklich beenden oder neu starten, ja. RIP, rest in peace. Hallöchen, liebe Shish. Willkommen zurück bei uns. Einen schönen Dienstag, die liebe Shish. Danke, dass du wieder da bist. Ich freue mich so, wenn das Add-on am Freitag von Guild Wars 2 rauskommt. Oh, das glaube ich dir, liebe Leute. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Add-on von Guild Wars. Sehr viel Spaß sogar. Es ist immer toll, wenn ein neues Add-on kommt. Das ist immer so ein tolles Gefühl. Immer mal wieder neuer Content und so. Es ist bei jedem immer so, was man gerade sagt. Das ist immer sehr, sehr toll. Holy hat's kaputt gemacht, Letty. Ist ja cool gemacht, Eldokan. Mein lieber Eldokan finde ich auch. Die liebe Faero, das denke ich mir auch gerade. Ja, die können mir auch die Haare. Pfst. Ist echt ein Wahnsinn. Gut, Spiel neu starten. Hilft nix. Wir müssen neu starten, aber diesmal. Do All of it. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Und wir folgen diesmal dem Weg. Wie viele Endings hatten wir jetzt? Das jetzt, dann das Secret When Stanley Ending. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Und kann es sein, hatten wir jetzt 3 Endings, Leute? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Danke, Hoping he liebe might Shish, come into the Dankeschön. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Und diesmal warten wir ab. Okay, I think we all know Diesmal the warten drill wir by ab. now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Quelle surprise. Wie? Was? Wie Oh! Aha! Okay! Es ist schon. Okay! Alles klar. Alles klar, Spiel. Das Spiel macht mich ein bisschen fertig, Leute. Das Spiel macht mich ernsthaft ein bisschen fertig. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Es sind zwar irgendwie keine Gruselmomente, aber es macht mir Angst. Das Spiel macht mir echt Angst. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Yep. Und da gehen wir hin. Drücken. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Das wäre mal ein geiles Streamingzimmer, oder? Da kommt der Chat hin. Da kommt das Stream X-Bit. Da kommt ein Spiel. Da kommen die anderen Spiele. Kann man voll auf diesen ganzen Monat, da kann man voll viele Spiele streamen, Leute. Das ist Twitch in der Zukunft. Twitch in circa 100 Jahren. Da kann der Streamer gleichzeitig sau viele Spiele spielen. Und ihr, die Community, müsst dann einfach nur im Stream vom jeweiligen Streamer einfach auf ein Bild klicken und genau da schaut ihr gerade zu, ja. Natürlich muss der Streamer dann ein bisschen multitaskingfähig sein, ja, weil so viele Spiele, vor allem auf so vielen Bildschirmen, ja, wird zwar ein bisschen schwer, aber ich denke mal in 100 Jahren gibt es sich irgendwelche so Implantate, wo man irgendwie mehrfach denken kann und so weiter und oh Gott, ich rede gerade so viel Scheiße, dabei ist erst Dienstag. Wir spielen weiter, Leute. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Holy, willst du erst mal Assassin's Creed spielen? Liebe Letty, ich bin kein Fan von Assassin's Creed. Das Einzige, was ich an Assassin's Creed geliebt habe, war Black Flag. Ich bin sonst kein Fan von dieser Spielereihe. Also eher nein, liebe Letty. LAN-Party.
Servus ihr lieben, bärtigen Menschen und Holy, wie geht's? Mange, schön dich wieder zu begrüßen. Willkommen zurück bei uns, mein lieber Mange. Einen wunderschönen Dienstag dir, viel Spaß bei uns heute. Danke, dass du wieder da bist. Ja, und jetzt? Ich drück mal hier rauf. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Wow. Wow. Hier die ganze Zeit beobachtet zu werden vom Boss. Ah, Wahnsinn. Tarex, Black Flag ist... Ja, mein lieber Tarex, finde ich auch. Es ist so ein super Spiel. Okay. Was bringt dieses Knöpfchen? Let's press the button. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Okay, jetzt wird das Ganze interessant. Jetzt wird's echt interessant, das Ganze. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Also müssen wir jetzt alles zerstören. Okay, zurückgehen können wir nicht mehr. Meditatal ist mein Lieblingsspiel. Meine Lieblingsspielerei ist auf jeden Fall die Soul-Spiele. Bloodborne und so, Monster Hunter. Jetzt Final Fantasy 14. Ja, die hier. Also ich denke eher, das Spiel zielt gerade auf den Spieler ab, Q. Kann auch gut sein, ja. Mind Control, Status offline. Okay. Bringt, glaube ich, gar nichts, die Knöpfe zu drücken. Und wenn ich hier drücke, bringt auch nichts. Okay. Muss ich da runtergehen? Nee, oder? Was ist, wenn ich hier unten... Was passiert, wenn ich hier unten stehe? Oh Gott, nix. Okay. Wo kann ich zerstören? Wo gibt's denn Selbstzerstörungsmechanismus? Offline, offline. Offline, offline, offline. Offline, offline, offline. Alles ist offline. Na dann. Ah, ist das der 5? Hä? Wieso 5? Ich drück mal drauf. Passiert nichts. Okay. Mind Control Idle Awaiting Input. Ah, davon müssen wir hin. Oh Gott, das ist Kino. Das ist ein Kino. Das ist sogar größer als ein Kino. Look at this. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Also off. Was ist, wenn wir on drücken? Das, Leute, das ist ein Curved-Kino. Hallo Oli, hallo Chat, hallo Peter Shaw. Peter Shaw, willkommen zurück bei uns. Einen wunderschönen Dienstag dir. Welcome back. Schön, dich wieder dabei zu haben. Gut, Leute, wir drücken auf On. Wir drücken auf On. Mal schauen, was passiert. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I
applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? Was? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Was? I Moment. erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Green? Stanley. Orange? You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. Huh? The timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever after. Das war's. Ich denke, man kann's lösen. Ich habe nur keinen Plan wie. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, man kann's lösen, Leute. Ich weiß aber nicht wie. Ich bin jetzt nicht traurig. Ich habe nicht mal eine Vermutung. Wie man dort dieses Rätsel löst, dass man da weiterkommt, ja. Keine Ahnung. Hallöchen, liebe Ari. Willkommen zurück bei uns. Viel Spaß bei uns heute. Einen schönen Dienstag, dir, liebe Ari. Schön, dich zu begrüßen. He made a note to be more careful with time from now on.
Ach schön, komm rein, Weltuntergang und Holy macht alles kaputt. Lieber Adi, ich wollte der eigener Chef sein hier irgendwie. Aber hat nicht geklappt. Wir wollen nämlich alle Enden spielen. Bei dem Spiel weiß man nie, ob Holy das Spiel verbuggt oder das vom Spiel gewollt ist. Wadenflo, Wadenflo, willkommen zurück bei uns, mein Lieber. Schönen Dienstag dir. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, Sylopius. hoping he might find an oncoming to a staircase. Knöpfe Stanley 1 walked bis 5. upstairs to his Das boss's wäre auch office. eine Vermutung von mir, ja, aber ich möchte es nicht nochmal probieren und riskieren. Das wäre viel zu schade. Sonst können wir das Ganze wieder machen. Here's the door, just go. Hier ist die Tür, geh einfach. Mehr sagt er gar nicht. Holy hat was gegen den Charakter, Gio. Wir schauen uns einfach nur alle Endings an. Jetzt habe ich es gemerkt, Funky. Jetzt habe ich es gemerkt, mein lieber Funky. Jetzt sagt er einfach, geh einfach. Through the large door that read Mind Control Facility. Just go. Vielleicht gibt es an irgendeinen kleinen Hinweis, Angry Turtle. Könnte gut The sein. lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place Oh, geh doch hold? einfach auf. Stanley thought to himself. Wir waren doch hier Did schon. he have the strength to find out? Das wird sein, liebe Letty. Ja, mach. Achso, ja, klar. Now Yeah. the monitors jumped to life, their true nature revealed. Wie viele Endings hat das Each Spiel, bore lieber the Adi? number of an Man glaubt, 5. Glaubt man. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a Hydra! screen. Stanley, one of them, eternally monitored Da, in großes space. Dankeschön, mein lieber Hydra. Und einen schönen Dienstag wünsche ich dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine 2,30 € bärtige Unterstützung, mein lieber Hydra. Danke dir von ganzem Herzen und ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag. Viel Spaß heute bei uns. Danke, dass du hier bist. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Alles klar, liebe Shish. Lass es dir schmecken. Guten Hunger. To believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Secrets, ich wiederhole nur, was ich von euch gelesen habe. Ich weiß es ja nicht. Ich wiederhole nur das, was ich glaube, was ihr geschrieben habt. Utterly blind to the world. But here was the proof. The heart of the operation. Ja, das stimmt schon, Dark Knight. Es Controls ist with ja auch ein emotions. Spoiler, aber es hat schon jemand Or geschrieben. sad, or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Okay, meine Lieben. Ich will sagen, bevor ich auf Off drücke, bevor ich das Ganze abschalte, machen wir eine klitzekleine Pause, meine lieben Freunde. Eine kurze kleine Pinkelpause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir das Ganze ausschalten. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, ich bin gleich wieder für euch da. Ich kann jetzt nicht... Moment mal. Wow. Danke, Spiel. Moment, Leute. Ich kann jetzt gar nicht hier... Interessant. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Nein! Lass mich das aufmachen! Das Spiel lässt mich nicht das aufmachen. Moment mal. Wenn ich das so flupp. Wow. Das Spiel hat's echt kaputt gemacht, meinen Browser. So, zurück, Schwips. Leute, kurze Pause, kleine Unterbrechung, maximal 4 bis 5 Minuten und dann bin ich gleich wieder für euch da. Und dann geht's weiter mit dem Off-Button. Wir labern, wenn ich wieder zurück bin, reden wir noch ein bisschen. Kurze Laberzeit, meine Lieben. Und weil ich habe viele von euch überlesen jetzt auch wegen dem Spiel. Ich bin gleich wieder für euch da, meine Lieben. Bis gleich! Wir switchen rüber. Wir spielen weiter, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle ready. Meine wundervoll lieben, bärtigen Freunde. Es geht weiter mit spannend weiter. Mal schauen, wie das Ganze enden wird in Stanley Parable. Let's do this. Meine Freundschaftsliste ist voll, liebe Goldmaus. Tut mir leid, liebe Goldmaus. Ich sortiere
Ich schaue immer jede Woche, jeden Monat, wer war schon mindestens 20 Tage nicht mehr online, die lösche ich, damit wir Leute Platz haben, die aktiv sind, ja. Liebe Goldmaus, ich werde wieder schauen, wieder sortieren gehen dann, ja? Nicht böse sein, aber ich kann jetzt nicht einfach löschen gehen. Nein, ich bin nicht ready, Warnflo. Gut, dann starten wir. Warnflo, ich hab dich lieb. Ich hab dich so lieb. So wie euch alle. Gut, wir spielen weiter. Genocide Run, Holy. Wie gesagt, Q, geh essen. Lass es dir schmecken. Lass dir schmecken. Gut. Mind Controls. Oh Gott. Oh, ich muss lauter machen. The game muss lauter. Prep. Gut. Let's do this. Okay. Und diesmal schalten wir auf. Wie heißt es eigentlich im PSN? Wegen Final Fantasy 14. Liebe Uniwolf, ich heiße Holy-Fist. Holy-Fist. Bin auch nicht ready. Karasas, wir haben jetzt so viel gelabert. Es gab jetzt sogar Pause, wir haben gelabert. Ja. Nee, ohne Leerzeichen. Bindestrich, mit Bindestrich Zwiebelsense zwischendrin. Gut. Auf Holy kann man doch gar nicht böse sein, Goldmaus. Oh, Queen Mary. Bin ich böse auf dich? Doch nie. Oh, ihr seid so lieb, Leute. Ich habe euch so lieb. Okay, ich geb's zu. Heute bin ich wegen euch da. Liebe Kiu, hallöchen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag. Hallo. Schön, dass du hier bist. Viel Spaß bei uns heute. Ich gehe jetzt auch in Vollbild und gucke in Ruhe. Alles klar, liebe Zumitteiler. Viel Spaß dabei. Viel Spaß im Fullscreen. Sekundenkleber. Nein, nicht so übertrieben, liebe Juni. Gut. Grodarados, hallöchen Grodarados. Einen wunderschönen Dienstag. Willkommen zurück bei uns. Danke, Oli. Wie geht's denn so? Supi, liebe Q. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Hoffentlich dir auch. Denn die Server sind endlich auf Europa umgezogen. Ja? Okay. Let's do it. Press the buttons. Off. Was? Das war's. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Wow. So, er hat die Maschine abgeschalten und ist frei. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Das war's. Hätte ich das gewusst, hätten wir noch weitergespielt. Hätte ich das gewusst, dass es so schnell noch vorbei ist, also einfach nur der Knopfdruck und dann ist aus. Hätte ich das gewusst, hätten wir keine Pause gemacht. Aber ja, Leute. Das war's mit dem Spiel. Also, ich kann mir gut vorstellen, es gibt noch mehr nichts. Ich lösche das Spiel auch nicht runter.
Wir gehen zurück zum Menü. Beenden.